In dieser Anleitung zeige ich Ihnen, wie Sie ein Projekt anlegen. Hier sehen Sie ein Beispielprojekt, das ich für dieses Video angelegt habe. Oben links steht der Titel des Projekts, weiter unten die Projektbeschreibung und die Arbeitsanweisungen für die TeilnehmerInnen. Zwischen diesen Bereichen gibt es 3 Reiter. Jetzt gerade sehen Sie den Reiter Beschreibung. Die anderen beiden Reiter daneben bieten interaktive Funktionen. Zum Beispiel können TeilnehmerInnen Anhänge hochladen und austauschen und über den Reiter Chat miteinander kommunizieren. Zusätzlich zu diesen grundlegenden Funktionen bietet die Projektseite noch den Bereich Tools. Das sind digitale Werkzeuge, mit denen Zusammenarbeit weiter gefördert wird. Zum Beispiel hat eine Textverarbeitung hier ihren Platz, um gemeinsam an einem Projekt zu schreiben. Genauso gibt es auch die Möglichkeit, sich über Projektinhalte in einer Videokonferenz auszutauschen oder auf einem Whiteboard gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Die Entscheidung ist Ihnen überlassen, ob und in welchem Umfang Sie diese digitalen Werkzeuge zur Verfügung stellen. Eine Projektseite bietet Ihnen dazu in jedem Fall viele Möglichkeiten. Im nächsten Schritt wechseln wir in das Backend des Campus und schauen uns an, wie dort ein Projekt angelegt wird. Navigieren Sie auf Katalog, dann in den Bereich Courses und klicken New Course. Als allerersten Schritt ist es wichtig, unter Course Type anzugeben, dass es sich um ein Projekt handelt. Daraufhin verschwinden einige Felder und die Ansicht wird übersichtlicher. Bei Course Name tragen Sie den Projektnamen ein, unter Plattform Ihrer Organisation. Bilder füge ich über diesen Button hinzu. Ich kann sie entweder von meiner Festplatte hochladen oder ich wähle sie direkt aus der Liste aus. Bevor ich dann die Arbeit im ersten Reiter abschließe, setze ich den Status auf Ready Show on Campus und aktiviere das Messageboard. Das ist die Chat-Funktion auf der Projektseite. Nun wechsle ich in den zweiten Reiter Sessions and Workload. Weeks to Complete bestimmt, wie viele Wochen mein Projekt dauern wird. Und Total Workload, wie hoch der gesamte Arbeitsaufwand bzw. das Pensum in diesen Wochen sein wird. Mit den Feldern Start Date und End Date wird bestimmt, wann das Projekt beginnt und wie lange es läuft. Das sind keine Pflichtfelder, sie müssen also nicht ausgefüllt werden. Genauso verhält es sich mit Registration Deadline bzw. der Anmeldefrist. Damit wechsle ich nun in den dritten Reiter Content. Hier geht es um die inhaltliche Beschreibung, also die Projektbeschreibung und in unserem Fall die Arbeitsaufträge. Damit haben wir alle Pflichtfelder ausgefüllt und sind bereit, das Projekt anzulegen. Dass ein Projekt im Backend angelegt wurde, ist die Voraussetzung dafür, dass die digitalen Werkzeuge hinterlegt werden können. Dazu wird der Button Create geklickt. Zur Bestätigung springt das Backend in den ersten Reiter. Jetzt können wir in den vierten Reiter Tools wechseln und dort zum Beispiel die Textverarbeitung oder das Whiteboard hinterlegen. Über Create Course Tools öffnet sich eine Maske. Unter Type wähle ich die Anwendung aus, zum Beispiel Textverarbeitung, benenne sie mit einem Namen, der später auf der Projektseite angezeigt wird und füge den Link ein, unter welchem die Anwendung aufgerufen werden kann. Zuletzt bestätige ich mit Create und damit ist das Tool hinterlegt. Das wiederhole ich einfach so oft, bis alle gewünschten Tools dem Projekt zur Verfügung stehen. Abschließend tue ich den gesamten Prozess des Projektanlegens über Save and Close und finde jetzt das angelegte Projekt in der Liste aller Kurse.